Damit herzlich willkommen zu Game Nummer 2 zwischen HSR und Mojai. HSR spielt mit folgender Schiffsausstellung mit einer Kremlin, Columbo, Moskwa, einer Minotaur, einer Svea, Gearing, Gdansk, Doppel Ragnar. Auf der anderen Seite bei Mojai haben wir eine Bungo, eine Columbo, Worcester, Doppel Moskwa, Minotaur, Doppel Haragumo und einer Gdansk. Schauen wir rüber zu Mojai, wie sich hier verteilt wird. Wir haben den Gdansk, Haragumo, Moskwa, Bungo rüber zu D. Wir haben die Moskwa hier an einer gewohnten Position und Haragumo, Worcester, Smoke Train auf A unterstützen mit der Columbo. B wird tatsächlich von Mojai erstmal ignoriert. Auf der anderen Seite bei HSR haben wir Svea, Gdansk, Moskwa, also die Inseln werden halt meistens immer von Moskwas bespielt, ist halt gängige Praxis. Wir haben eine Ragnar hier in der Mitte und Ragnar und der Rest, Gearing, Minotaur, Columbo und Kremlin fahren zu E. Bin mal gespannt. Die Svea hat zum Beispiel bei Rain sehr gut funktioniert. Ist, glaube ich, auch so ein bisschen unterschätzter Cruiser, relativ tanky auch für seine Größe. Gerade mit den vielen Consumables. Hier können wir sie nochmal einblenden. Mit Speedboost, Smoke, Heal, Radar. Kann man da sehr viel machen. Auch Torps hat die Mühle. Also damit kann man schon einiges tun. In Kombo mit Gdansk kann das sehr toxisch sein für ein DD. Moskwa tut sich Richtung Mitte ausrichten. Auf der anderen Seite Moskwa auch. Ja, man möchte zumindest mal verhindern, von Seiten von Mojai und auch von Seiten von HSR, dass hier ein frühes B-Cap passiert. Ne? Also tatsächlich verstehe ich bei der Map nicht, wenn man nicht einfach mal von hier capt. Meistens steht die Moskwa halt hier und wenn man hier steht, kann die Moskwa nicht auf einen schießen. Gut, man versucht vielleicht hier die Insel so ein bisschen zwischen einzubringen oder die Ragnar versucht vielleicht auch gar nicht zu cappen, sondern erstmal zu spotten. So sieht es für mich erstmal aus, damit er weiß, was hier auf ihn zukommt. Also vielleicht auch, um einfach dieses B-Cap zu verteidigen. Nicht tatsächlich, um es erstmal anzugreifen. Wir haben jetzt einen Cap-Vorteil für Mojai. Die sind hier mit Speedboost Gdansk reingefahren. Gdansk ja auch so relativ schneller DD. Torps sind auch auf dem Weg. Ja, man sieht halt, die Jungs wissen halt ungefähr, wo sich die DDs aufhalten. Ne? Wenn hier gecapt wird, ist klar, der DD fährt höchstwahrscheinlich hinten raus aus dem Cap. Die Torps sehen gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist die Frage, die Ragnar kriegt die nicht gedodged. Safe nicht, die Ragnar ist raus. 100% dead. Der nimmt mindestens 2. Oh, die laufen aus. Die laufen aus. Oh, die Ragnar hat gerade richtig geschwitzt. Das ist ärgerlich. Gute Torps hier gesetzt von der Gdansk. Also mega gut predicted. Aber dann hat die Range halt nicht mitgespielt. Der hat jetzt, glaube ich, einen Herzinfarkt bekommen mit seiner Ragnar. Der wird schon reingerufen haben im Chat. Oh, I'm dead, I'm dead. Ja, gut. Schauen wir mal rüber zu A. Hier wird langsam ran reversed. Ist immer ein bisschen risky, hier Nose-In reinzufahren. Gerade wenn man weiß, hier sind die Radarschiffe. Es wird auch vorsichtiger gespielt tatsächlich. Wenn ich mich dann noch an die Anfangszeiten erinnere, gerade beim EU-Cots noch oder jetzt die ersten Matches, die wir hatten, die Gegner, Spieler sind teilweise oder die Teams sind teilweise relativ aggressiver nah rangefahren. Das hat sie auch dementsprechend viele Schiffe oder HP gekostet. Ja, man merkt schon, hier wird jetzt etwas ruhiger gespielt, etwas besonderer, möchte ich fast sagen. Also im ersten Game, gut, man hat hier viel mehr offene Fläche. Die Caps sind weiter auseinander. Und zum einen für Mojai ist es so, die müssen jetzt erstmal nicht. Die haben ein Spiel Vorsprung, einen Win Vorsprung. Und HSR darf halt hier nichts mehr riskieren, sonst sind sie raus. Also für beide Teams gibt es hier Sinn, dass sie erstmal das Ding in Ruhe hier wirken lassen. Aber man merkt schon hier, HSR macht jetzt Druck so langsam. Mojai ist noch im Positioning. Da kommt jetzt der Smoke Train.
um den Push hier so ein bisschen zu backuppen. Oh, die Mino war spotted. Jetzt die Frage, kriegt er das gedodged? SAP-Salve ist raus. Oh, da geht gar nichts rein. Frage, Kremlin-Salve kommt keine. Oh, die Gearing leidet hier massiv. Oh, gegen 3 Schiffe. Schönes Fokusfeuer. Hier gute Shots auf die Mino. Ich glaube, der Smoke-Train von HSR ist jetzt tot. Oder besser gesagt, so weit runtergestutzt, dass die hier nichts mehr machen können. Die Mino leidet aber auch ein bisschen. Aber wenn man hier mal den HP-Trade ansieht, die Gearing kann sich gar nichts mehr erlauben. Das ist halt immer das, wenn man den Smoke-Train so aggressiv setzt, dann kann das durchaus teuer werden. Also es ist immer wieder interessant, wie viele da reinfahren und gecatcht werden, weil sie den Smoke-Train zu früh ziehen und die anderen lassen sie einfach reinlaufen, ziehen dann ihren Smoke-Train, dann kommt das Radar, die Gearing ist noch gecatcht und wird halt dann abgefrühstückt. Schauen wir mal auf A rüber. Moskwa-Radar läuft jetzt hier. Haragumo hat sich mal reingesetzt zu cappen, wird jetzt geradert von der Svea, gleich auch zurückgesetzt. Worcester fährt jetzt so langsam ran. Ja, muss man mal gucken. Die Torps sind auch gar nicht so schlecht. Ja, das vergisst man einfach manchmal, dass das Svea-Torps kommen. Ragnar versucht jetzt zu cappen. Moskwa-Radar kommt, um sie da rauszudrücken. Ja, aber tatsächlich hat es HSR geschafft, die ein bisschen rauszudrücken, um da beim Decap was zu machen. Wenn das Radar auf Cooldown ist, ich vermute mal, ja, dass Moja jetzt den Smoke-Train nach innen zieht. Sie haben halt den Vorteil, sie haben Doppel-DD hier draußen. Das heißt, sie sind variabel, was den Smoke-Train angeht. Und sie werden jetzt versuchen, hier die Kremlin oder die Ragnar ein bisschen runterzunehmen. Ziel wird wahrscheinlich die Kremlin sein, den rauszufarmen. Das Problem ist halt, dass dieser Smoke-Train fast nichts mehr tun kann. Ne? Die Gearing ist mega low. Du musst jetzt warten, 40 Sekunden, bis du wieder was machen kannst. Währenddessen kassiert halt die Kremlin ein bisschen, wobei die Kremlin auch vom Positioning hier gut in Deckung gehen kann. Der ist gut geschützt. Aber Moja hat sich das A-Cap geholt. Die sind da jetzt erstmal safe, was Punkte angeht. Die ticken für sie. Also der Vorsprung wird jetzt langsam auch ausgebaut. Und ja, sie werden das hier verteidigen mit dem Smoke Train. Die Columbo bleibt jetzt hier im Zentrum, weil sie wissen, okay, beide BBs sind auf der Flanke. Ich muss tatsächlich bei A nicht mehr so viel tun. Oh, die Torps sind ganz schön garstig. Uff, und da connected auch 1 und 2. Und da hat sich die Gdansk den Torpedo-Kill geholt, den sie vorhin nicht bekommen hat, auf die Ragnar. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau dieselbe Ragnar ist. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber ja, das tut auf jeden Fall weh. Also das tut das Game jetzt sehr, sehr vorteilhaft für Moja gestalten. Ne? Man hat jetzt auf jeden Fall einen Vorteil bei den Punkten, sowie bei den Caps, sowie bei den Schiffen, sowie bei der HP. Also sieht aktuell wirklich gut aus für die Jungs. Und sie haben halt jetzt die A-Seite komplett unter Kontrolle. Den Push bei C zurückgeschlagen. Jetzt wird sich ein bisschen umorientiert von HSR. Sie wollen wahrscheinlich jetzt hier die Moskwa killen. Ich vermute auch, dass der Smoke Train jetzt mittelfristig mehr Druck macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Moja hier versucht, mit den Schiffen Gegendruck zu machen. Vielleicht auf C-Cap, weil sie wissen, dass es jetzt offen ist. Vielleicht versuchen sie hier die Kremlin rauszufokussen. Der ist so ein bisschen im Zentrum. Der Vorteil für die Moskwa ist, er kann beliebig weit nach hinten fahren und dazugehen. Weil selbst wenn sie jetzt das B-Cap bekommen, das ist jetzt für Moja kein Problem. Weil sie haben ein Punkte-Lead. Wenn die Punkte jetzt so ticken, haben sie in 5 Minuten gewonnen. Und das ist ausreichend. Ne? Ja, also wie ich schon vermutet habe, die werden jetzt Druck machen. Sie wissen, dass die Gearing low ist. Wenn sie die Gearing catchen, ist die Gearing tot. Ne? Gerade Mino, Haragumo, so viel DPS, das ist äußerst unangenehm. Und auch diese Kremlin wird jetzt gefokust. Das war für mich jetzt tatsächlich absehbar. Die Columbo schiebt jetzt auch hier rein, um hier ein Faktor zu sein in der Mitte. Die Moskwa leidet hier echt richtig krass. Ich glaube, die Moskwa ist jetzt auch tot. Nee, überlebt es jetzt noch.
schafft es tatsächlich lebend raus. Also es war richtig close. Die Worry fährt jetzt in die Mitte, kann aus dem Positioning eigentlich alles hier farmen. Gerade die Kremlin sehr, sehr gut. Also von der Map Control sieht es halt auch für Mojai sehr, sehr gut aus. So, also Gearing schiebt jetzt hier wieder raus, hat den Smoke für die Mino gesetzt. Ja, also Gearing kann nur noch relativ passiv agieren. Okay, sie versuchen jetzt einen Push auf der anderen Seite zu machen. Oh, die Torps sind auch gar nicht so schlecht. Oh, die haben sie nicht auf dem Schirm. Das sind Haru-Torps, die ziehen in der Leistengegend. Ui. Kommt der zweite auch noch? Nee, da wird die Lücke gefunden. Jetzt kommt das Worcester-Radar. Und das ist für die Haragumo natürlich sehr geil, weil der kann den jetzt for free farmen. Und zwar relativ lang. Unfassbare Radar ist aus. Nee, Radar läuft noch, oder? Ist das jetzt ein Anzeigefehler? Das ist ein Anzeigefehler. Aber ich sehe jetzt nicht mehr, wie lang es läuft. Aber das Worcester Radar müsste eigentlich noch ein bisschen länger laufen. Wird jetzt tatsächlich nicht angezeigt. Ich sehe es nur, dass es auf Cooldown ist. Aber das hat für die Haragumo gereicht. Die konnte jetzt runtergefarmt werden, konnte jetzt die Sphäre runterfarmen. Ja. Mojai drängt die Jungs von HSR jetzt so langsam aus dem C-Cap auch raus. Moskwa schiebt vor. Ja, sie haben halt so viel Radarkontrolle, ne? So viele Radars in Positionen, wo sie eigentlich jeden Smoke negieren können. Nächstes Radar von der Moskwa. Wenn man versucht, hier die Moskwa zu killen, da kommt die Salve von der Columbo. Die könnte auch nochmal ziehen. Gar nicht so sehr. Aber das Positioning ist halt relativ stark. Na, man kann überall supporten. Auf den DD, auf die Cruiser. Die Columbo versucht jetzt hier Druck zu machen. Die Kremlin schiebt jetzt wahrscheinlich hier an die Insel ran. Also das ist richtig was geboten. Also sie haben die Gearing tatsächlich nicht ins Radar bekommen, sonst wäre es jetzt für die Gearing nochmal unangenehm werden können. Tatsächlich, ne? Also. Aber die Gdansk geht jetzt raus. Da hinten, das war absehbar. Ich meine, da waren 2 Radars drin. Haragumo, Worcester. Das macht halt nie so viel Spaß. Jetzt ist die Gearing auch im Radar drin von der Gdansk. Reicht es, um die Gearing zu killen? Salve ist auf dem Weg. Smoke kommt für die Minotaur. Aber das Blindfire killt ihn. Und damit holt sich Mojai auch Game Nummer 2. Wieder sehr gut gespielt. Haben die Jungs von HSR wieder ins offene Messer laufen lassen. Und die dann solide abgeholt. Und damit sich für die nächste Runde qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch.